Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich sage Ihnen was. Ein Vergleichsvideo zwischen Malinois und Hollandser Herdershund zu bringen, ist eine undankbare Aufgabe. Doch ich versuche mich dieser hier und heute zu stellen und präsentiere Ihnen den Zusammenprall dieser beiden Diensthundegiganten. Also, bis gleich. Nun, ich muss zugeben, mich lange vor diesem Vergleichsvideo gescheut zu haben. Ich möchte Ihnen auch gerne erklären, weshalb das so war. Doch ich bitte Sie auch höflichst zu versuchen, mich nicht falsch zu verstehen, wenn ich das jetzt behaupte. Es gibt viele Leute, die dazu neigen, sehr feine Unterschiede überzubetonen. Dinge, welche für Laien kaum unterscheidbar sind, wie komplett unterschiedliche Phänomene darzustellen. Stark erkannt habe ich das vor dem Vergleichsvideo weißer Schweizer Schäferhund versus deutscher Schäferhund. Natürlich stellen diese beiden Rassen Hunde mit Unterschieden dar, doch glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass sie in Hundeforen von Fans beider Lager derart auseinandergeredet werden, nicht immer, aber häufig, dass ein Laie, welcher das liest, der Meinung sein könnte, ein Malteser hätte mit einem weißen Schweizer Schäferhund mehr zu tun, als es ein deutscher Schäferhund tut. Ja. Hierbei werden von stolzen Besitzern beider Hunderassen in einer Art Konkurrenzkampf häufig versucht, Besonderheiten jeweiliger Rasse hervorzukramen, welche die andere nicht hat. Doch zu diesen beiden möchte ich nicht länger ausholen. Doch unterm Strich sind sich diese beiden Schäferhunderassen bis auf die Farbe extrem ähnlich und mit Sicherheit nicht so unterschiedlich, wie sie in diversen Formen dargestellt werden. Verstehen Sie, was ich meine? Und ähnlich heftig geht es in Diskussionen mit dem Thema Unterschied zwischen Malinois und Hollandser Herdershund zu. Ja, klar, das sind zwei verschiedene Hunderassen und ja, sie weisen Unterschiede vor, doch unterm Strich sind die beiden sich häufig derart ähnlich, dass man sie nur aufgrund der Farben und der Fellbeschaffenheit unterscheiden kann oder auseinanderhalten kann. So sehe ich das. Ja. Doch zu meinem Glück stehe ich mit dieser Meinung nicht alleine da, denn ich habe einige Zuseher mit Malis und mit Herdern, die das sehr ähnlich sehen, wie ich das tue. Ja, sehen wir uns zuerst ganz kurz den Malinois an. Seine Entstehungsgeschichte verlief bis zum Ende des 19. Jahrhunderts parallel mit derjenigen der drei anderen belgischen Schäferhunderassen. Das waren alles extrem schnelle, bewegliche Hüte- und Treibhunde mit unterschiedlichem Äußeren. 1891 wurde der belgische Schäferhundeclub gegründet und aus 117 Schäferhunden die besten Vertreter für die zukünftige Reinzucht ausgewählt. Grob erklärt entstanden genau auf diese Weise der Grunnendale, der Laikenois, der Tervuren und eben auch der Malinois. Der Hollandser Herdershund. Seinen Ursprung hat der Herder in den südlichen Niederlanden und im benachbarten Belgien, wo sie Schafe hüteten und vielerlei Aufgaben als Bauernhunde erfüllten. 1878 war es, als dieser Hund das erste Mal Hollandser Herdershund genannt wurde. 1898 wurde der erste Rassestandard festgelegt, doch es dauerte bis 1960, dass die FCI diesen Hund als eigenständige Rasse anerkannte. Ja, das dauerte schon einige Zeit.
Äh, Ähnlich, wenn auch nicht ganz so häufig wie sein belgischer Verwandter, kommt der Herder weltweit bei Polizei- und Militäreinheiten als Diensthund zum Einsatz. Auf jeden Fall weit häufiger und in weit mehreren Ländern als von mir in meinem Video über die Polizeidiensthunderassen der ganzen Welt beschrieben wurde. Da wurde ich bei der Bearbeitung des Videos von einer Art Texteingabe Chaos überfallen, dass ich dann nachträglich nach dem Hochladen auf YouTube nicht mehr ändern konnte. Ja, dieses Video war recht viel Arbeit. Ich wollte es also nicht mehr löschen und neu drehen. Deshalb ließ ich das so stehen. Der Fehler tut mir natürlich leid. Aber ich habe das im darauffolgenden Video natürlich dann auch erwähnt und versucht, verbal nachträglich auszubessern. Also ich habe da den Hollandse Herder präsentiert und weit weniger Länder, in welchen ja als Polizeidienst oder Militärhund zum Einsatz kommt, preisgegeben, als es tatsächlich der Fall ist. War mein Fehler, versuchte das aber dann zu erklären. Ich würde vorschlagen, sehen wir uns zuerst mal die Anatomie der beiden an, versuchen hier Unterschiede zu betonen und widmen uns danach dem vom Standard angestrebten Wesen der beiden. Denn das ist mit Sicherheit die schwierigere Aufgabe. Ja. Größe und Gewicht. Ja, laut Standard wird der Malinois etwas größer und schwerer als der Herdershund. Die Belgier erreichen bis zu 66 cm Schulterhöhe und werden bis zu 35 Kilo schwer. Der Niederländer pendelt sich bei maximal 62 cm Schulterhöhe laut Standard ein und sollte nicht mehr als 32 Kilo auf die Waage werfen. Bei beiden Rassen Angaben wurden hier die Rüden von mir herangezogen. Die Mädchen werden im Normalfall immer etwas kleiner und leichter. Klare Sache. Das Fell. Beginnen wir mit den Farben. Beim Malinois spricht der Standard von sogenannten Falbfarben. Sie wissen, gelb, braun, rehbraun, rot, braun und so weiter. Dieser Hund sollte immer eine schwarze Maske haben. Der Hollandse Herdershund sollte immer gestromt sein. Und hierbei handelt es sich bei der Grundfarbe um Gold- oder Silbertöne. Der Malinois wird von einem kurzen Stockhaar geschmückt, welches dichte Unterwolle vorweist. Und den Hollandse Herdershund gibt es sowohl in Kurzstockhaar wie auch in Langhaar und in Rauhaar. Und genau das ist für mich persönlich der Hauptunterschied dieser beiden Rassen. Ist so. Denn so sehr sich die beiden in Kurzstockhaar ähneln, so unterschiedlich wirken sie auf mich, wenn wir den rauhaarigen Niederländer betrachten. Wenn wir uns jetzt die beiden mit selber Fellbeschaffenheit ansehen, dann erkennen wir extrem ähnliche Hunde. Ich glaube, da wird mir jeder zustimmen. Ne? Ähnlich groß, ähnlich schwer, identer Kopftyp, idente Substanz, das ganze Gebäude 1:1 gleich aufgebaut und beide Hunde strahlen in ihrer Gesamterscheinung auch genau die gleiche Aura aus. Also so sehe ich das, so sehe nicht nur ich das, ganz sicher nicht. Anatomische Hauptunterschiede sind die Farbe und der Fakt, dass es den Herdershund auch in Langhaar und in Rauhaar gibt. Und jetzt wird es für mich kompliziert, liebe Zuseher, denn jetzt muss ich versuchen, klar erkennbare charakterliche Unterschiede dieser beiden auszugraben, um denjenigen, welche derart unterschiedliche Phänomene aus diesen beiden Rassen machen, Recht zu geben. Ob mir das gelingt, das weiß ich nicht. Malinois kannte ich persönlich mehrere. Herders nur 2. Mit mehreren Malis arbeitete ich zu Hundesportzeiten. Allerdings hatte ich am Platz nur mit einem Herder zu tun. Erkannte ich da beträchtlichen Unterschied im Verhalten dieser beiden? Nein, absolut nicht. Sowohl der Malinois wie auch der Herder waren am Platz auffallend ähnlich. Körperlich schnell, geistig schnell, sehr starker Trieb,
bei der Schutzarbeit. Welche Überraschung. Eine Herderhündin treffe ich manchmal beim Spaziergang mit Vito und ich sage Ihnen was, wäre diese Hündin nicht gestromt, sondern Falbfarben mit schwarzer Maske, würde ich behaupten, ja, das ist ein typischer Mali. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Schauen Sie, die Charakterbeschreibungen im Rassestandard beider Hunde, die sind so gut wie ident. Ja. Ihre Anatomie ist extrem ähnlich und sie sind miteinander blutsverwandt. Ja. Jeder Hund ist ein Individuum, das habe ich schon hunderte Male erwähnt. Und trotzdem kann man beide Rassen folgendermaßen beschreiben. Sowohl der Mali wie auch der Herder zählen zu den Hochleistungshunderassen. Beide sind wahnsinnig schnell und beweglich, beide weisen hohe Ausdauer und Zähigkeit vor. Beide zeigen häufig enormen Wach- und Schutztrieb und besitzen hohen Will to Please. Wir wissen das. Das sind beide, trotz relativ geringen Gewichts, äußerst starke Hunde. Beide weisen Eigenschaften vor, die sie als Polizei- oder Militärdiensthunde für gewisse Aufgaben als Rasse unschlagbar machen. Sehen wir uns mal kurz einen Vergleich zum deutschen Schäferhund an. Ja. Im Vergleich zum typischen deutschen Schäferhund, der ja vor dem Mali und vor dem Herder als absolute Nummer 1 der weltweiten Diensthunderassen galt, sind sowohl der Belgier wie auch der Niederländer sowohl im Geiste als auch körperlich schneller. Sie sind zäher, härter und belastbarer als der deutsche Schäferhund und mindestens gleich gut, häufig sogar noch besser trainierbar. Genau deswegen haben sie ihn als Diensthunde Platzhirsch abgelöst. Und das, liebe Zuseher, behaupte ich als überzeugter und glühender Fan des deutschen Schäferhundes. Das ist nun mal so, das müssen wir diesen Hunden zugestehen. Natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel. Es wird auch deutsche Schäferhunde geben, aus Leistungszucht zum Beispiel, welche jeden Mali oder Herden zeigen, wo der Hammer hängt. Ja. Ganz sicher. Aber im Cross gesehen ist hierbei für den König der Hunderassen, wie ich den deutschen Schäferhund gerne mal bezeichne, gegen die beiden nichts zu holen. Ganz sicher nicht. Ja. Weder der Malinois noch der Herder eignen sich für Leute, die es auf völlig entspannte Familienhunde abgesehen haben. Beide neigen sehr dazu, den Nachbrenner zu zünden und sollten schon von dafür geeigneten Piloten geflogen werden. Sie verstehen sicher, was ich meine. Das sind Arbeiter. Und beide sind das und noch dazu sehr engagierte. Ich sage Ihnen was. Ich weiß, dass Sie mich hier nicht so einfach davonkommen lassen wollen. Ja? Das weiß ich. Und deshalb habe ich mir beim erwarteten Charakter dieser beiden etwas herausgesucht, welches sie eventuell etwas voneinander unterscheidet. Aufmerksam geworden darauf bin ich, weil sich dieser Unterschied, den ich hier gleich ansprechen werde, am häufigsten in Foren wiederfindet, in welchen wegen diesen beiden Hunden gefachsimpelt wird. Und außerdem wird hierzu zumeist von beiden Lagern diesbezüglich zugestimmt. Ne? Man kann also davon ausgehen, dass dieser Unterschied Fakt ist und zutreffend ist. Passen Sie auf, es wird häufig behauptet und nicht bestritten, dass der Hollandse Herdershund etwas schneller als der typische Malinois davon zu überzeugen ist, dass Relaxen angesagt ist. Dass der Herder häufig weniger fahrig ist als der Mali und allgemein gesehen etwas leichter zu führen ist für Leute, welche die Essenz dieser Hochleistungshunde noch nicht zu 100% in sich aufgesogen haben. Verstehen Sie, was ich damit meine? Sicher tun Sie das. Ja. Ich bin der Meinung, dass die Charakterunterschiede der
typischen Vertreter beider Rassen verschwindend klein und im Alltag fast nicht zu erkennen sind. Und trotzdem glaube ich auch, dass speziell beim Gebrauchshundesport, wenn er auf allerhöchstem Niveau ausgeführt wird, der Belgier aufgrund seiner fast schon diesbezüglichen Besessenheit die Nase einen Zentimeter vor dem Niederländer hat. Das ist meine Meinung. Ne? Aber das war's auch schon. Ne? Unterm Strich jetzt die Frage: Sind die beiden dieselben Hunde? Nein, natürlich nicht. Ich werde mich hüten, hier Blasphemie zu betreiben. Das tue ich sicher nicht. Ja. Doch sind sie sich ähnlich. Ja, das ist unbestritten. Also, die beiden sind sich extrem ähnlich, ja, sowohl körperlich wie auch charakterlich. Klare Sache. Also da fährt für mich die Eisenbahn drüber. Für welchen der beiden würde ich mich entscheiden? Ich sage nun was, da muss ich gar nicht lange nachdenken. Meine Wahl würde sofort auf den Herder fallen. Ich erkläre Ihnen auch gerne, weshalb das so ist. Ja. Mit diesem Hund kann ich exakt das gleiche Programm fahren wie mit dem Mali. Aber der Herder ist gestromt. Das ist der Mali nicht. Ja. Und dieses Gestromte ist meine favorisierte, meine Lieblingsfarbvariation. Einige von Ihnen wissen das. Auch der Mali weist herrliche Farben vor. Und auch diese Farbe gefällt mir wahnsinnig gut. Alleine schon deswegen, weil sie etwas an die Farben meines Hundes Vito erinnern. Ja, abschließend möchte ich noch sagen, klar, diese beiden zählen sicher nicht zu den einfachsten Hunderassen da draußen. Nochmal, das ist immer eine individuelle Geschichte, klar, aber grundsätzlich sind sowohl der Mali wie auch der Herder allerfeinster Hardrock. Ist so, ja, da geht anständig was weiter. Ne? Sind Spitzenhunde, äußerlich wie innerlich. Ganz toll. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.